Seit 6 Wochen sind wir in Paraguay. Ein großes Abenteuer mit Höhen und Tiefen. Nachdem wir 3 Wochen festgesessen sind, kommen wir hoffentlich bald weiter. Wir haben einen wichtigen Termin in der Zone Itapúa, wo wir mehr über die Tradition der Paraguayer erfahren wollen. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Hammerhart, guten Morgen. Ja, es ist soweit. Wir sind auf dem Weg nach Asunción. Ich sitze mit Volker vom Panda Racing Team hier im Auto. Das ist der Besitzer von der Werkstatt. Ihr kennt ihn ja schon aus dem letzten Video, den Rallye-Fahrer. Ich fühle mich also in guten Händen hier auf der Straße. Wir fahren nach Asunción. Unsere Teile sind gekommen. Der LKW-Fahrer ist gestern, ne? Gestern über die Grenze. Genau, der ist gestern über die Grenze und hat das Teil in Asunción gelassen, oder unsere Teile. Und wir fahren da jetzt hin, holen die ab, versuchen gleichzeitig noch eine neue Kupplung zu kriegen, weil die ja auch ein bisschen kritisch ist. Und dann kann es sein, dass wir zum Ende der Woche endlich wieder auf der Straße sind und unser Hermanito wieder läuft. Drückt uns die Daumen. Ihr glaubt es kaum. Das Lager von FAG, danke Mario Silva, plus Abdeckkappe fürs Getriebe und den Simmering für die Schaltung. Und natürlich von Mario das VW-Haus. Könnt ihr das sehen? Das VW-Haus, kann man das hier sehen richtig? Da ist es, das VW-Haus. Das ist der Ort, den Mario in Chile, in Felipe de los Andes, ins Leben gerufen hat, wo man als VW T3-Fahrer, wenn man auf Reisen oder auch als anderer Reisender kommen kann und an seinem Auto schrauben kann. So, jetzt versuchen wir noch eine Kupplung zu kriegen, weil da ist ja unser Sorgenkind. Ja, leider hatten sie es nicht. Ja, jetzt fahren wir noch zum nächsten, gucken wir mal, ob wir es da kriegen und wenn nicht, müssen wir halt die Kupplung beschichten lassen. In der Hoffnung, dass das dann sozusagen hält und wir damit weiterkommen, zumindest mal bis dahin, wo es eine Kupplung gibt. Man glaubt es kaum, wir haben sie. Schaut mal dort, unsere und die neue. Wir haben echt die Sachskupplung bekommen und hier, weil wir wirklich lange gesucht haben, am Telefon haben wir gesagt, es gibt sie nicht und jetzt sind wir hier im Laden und die haben die Nummer verglichen und wir haben sie. Das heißt, wenn wir das jetzt alles einbauen und das muss in den nächsten 2 Tagen sein, dann geht es endlich weiter. Ja, ich freue mich da wirklich. Also, was denkst du? Wir sitzen seit 3 Wochen hier fest. Egal wie schön ich es bei euch finde. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich wieder in der Werkstatt. Wir haben alle Teile bekommen. Es fehlt nichts mehr. Wir können loslegen und hier sind, Hermann ist auch hier in Familie sozusagen, also Opa, Bruder, Hermanito. So, jetzt müssten wir morgen eigentlich alles zusammenschrauben können. Ich habe auch gutes Motul Getriebeöl bekommen. Ja, und dann geht's los, dann sind wir endlich wieder unterwegs. Ich freue mich da so drauf und dann beginnt unser nächstes Abenteuer. Und wisst ihr, wo es hingeht? Sag ich euch nicht. Guten Morgen! Ihr seht es beim Gesicht an, ich lache wieder. Es geht langsam los, wir sind auf dem Weg Richtung Auto. Yoshi hat gestern schon viele Teile verbaut, ich weiß nicht, wer da gekommen ist. Ja, wenn wir Glück haben, dann kommen wir noch dieses Wochenende hier weg. Yoshi! Guck mal da, das Getriebe sitzt wieder. Zumindest halbwegs. Vorne fehlen noch Schrauben, glaube ich. Genau, aber so sieht es doch schon mal geil aus. Könnt ihr mich sehen? Seht ihr, was ich hier mache? Ich fahre und ich schalte. Guck mal hier, Achtung, 2. Gang, 3. Gang. Oh, locker. Und wenn ich im 2. Gang ausrollen lasse, das Geräusch hören? Nix. Wir hören nichts mehr. Also, das Auto ist repariert. Juhu, funktioniert alles. Wir können schalten. Und das heißt, wir fahren jetzt weiter. Ich hole Alessandra jetzt ab. Ich habe zum letzten Mal jetzt noch beim Bäcker eingekauft, weil so leckere Backwaren kriegen wir ja nicht nochmal ran.
So, und jetzt geht's auf. Wir packen die Sachen ins Auto und heute Nachmittag, wenn wir fertig sind, verlassen wir Megarejo. Hammer, Hermann ist wieder da. Wir sind so mega glücklich, dass der hier steht und machen uns jetzt dran, hier alles fertig zu machen, unseren Kram hier wieder reinzutun, damit wir hier wegkommen. Aber schaut mal, es gibt schon die nächste Challenge. Es hört nicht auf, es gibt die nächste Challenge, allerdings ist die diesmal nicht ganz so schlimm. Hoffen wir zumindest. Hier, guck mal, hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier. Was haben wir da? Mauskacke. Ja, wir standen in der Werkstatt hinten offen, jetzt seit 3 Wochen, zwar auf der Hebebühne, aber blöderweise natürlich mit Essensresten im Auto. So eine Maus ist ja nicht blöde, hat eine recht gute Nase und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt wahrscheinlich eine Maus im Auto. Ich werde jetzt hier im Hochdruckreiniger nochmal alles durchreinigen, das ganze Ding sauber machen und versuchen, dieses Vieh zu finden. Und ansonsten mal gucken, was von unseren Vorräten weggefressen worden ist. Ja, guck mal hier, unser Mehl ist offen und angefressen. Hier ist auch alles voller Kacke. Ja, und irgendwie scheint die Maus da drin zu sein. Ja, mal gucken. Jetzt hoffen wir, dass sie sich nicht hinterm Kühlschrank eingenistet hat. Und alles voller Fressreste und Kacke hier. Da ist das ganze Ausmaß dessen. Wunderbar, wunderbar. Mein Gott, bin ich fertig. Ey, wir haben hier 36 Grad, total schwül. Es klebt alles und es ist mega anstrengend, aber wir sind fertig. Wir haben jetzt den ganzen Tag gerödelt. Hermann ist wieder einsatzbereit. Es ist fast alles drin. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache mir jetzt ein Bier auf, weil das erste, was ich gemacht habe, ist den Kühlschrank einzuschalten. Und wir haben ein Tiefkühlfach drin und dieses Tiefkühlfach, das funktioniert. So, und jetzt... meine Lieben, das haben wir uns verdient. Ja, das haben wir uns echt verdient. 3 Wochen festsitzen, 3 Wochen an einem guten Ort mit coolen Leuten, keine Frage. Aber 3 Wochen festsitzen, ich bitte euch. Also, wer reisen will, sitzt nicht gerne fest. So, also, aufs Reisen. Prost, meine Lieben. Und aufs Leben. Wir sind wieder zusammen, wir sind wieder alle gemeinsam. Wie ihr seht, sitzen wir in Hermann und wir freuen uns sehr. Also hat alles geklappt, Kupplung entlüftet. Bis jetzt läuft er gut, ne? Ja. Ja, also hoffen wir mal, das bleibt auch so. Ich klopfe mal auf Holz. So. Ja, wir haben Independencia verlassen. Wir fahren Richtung Encarnación. Genau. Que se encuentra directamente al Río Paraná. Genau, und was wir sehen wollen, sind 2 Dinge. Erstens Capybaras und zweitens Mate-Tee. Ne? Das ist so unser Thema. Ne? In der Region wird der Mate angebaut. Achtung, Kuh! Ach du Scheiße! Ach du Kacke! So, Warnblinker an. So, Mädels, muss das jetzt sein? Ja, das lieben wir in Südamerika. Das ist echt der Knaller. Das war Argentinien so, das war in Uruguay so. Hier ist es auch so. Es gibt öffentliche Campspots. Und wir sind jetzt hier in der Nähe von Obrigado in Hohenau, also die zweite große deutsche Kolonie im Süden. Und hier ist eben dieser Campspot. Und was total cool ist, guckt euch das mal an, das ist hier überall so. In ganz Südamerika war das bisher so. Diese ganzen kleinen Dinger sind Grillspots, also so ja, Unterstände, so mit Sonnenschutz, und da kann man halt grillen. Da ist ein Grill schon drin, da sind Stühle drin, das ist alles schon da und brauchst eigentlich nichts mitbringen, bringst dein Fleisch mit deinem Auto und machst Vollgas so. Und jetzt ist es hier, haben wir gelesen am Eingangstor, dass es auch noch unter der Woche gratis ist. Also normalerweise kostet es 2 €, ja, also bitte, ja. Und wir hatten ja gelesen, dass es gratis ist. Es gab mal die Besitzerin an, nein, es kostet 50.000 Guarani, das sind 6 €. Wir haben nur gemeint, nee, steht es gratis. Und sie, nein, na gut, dann machen wir eine Ausnahme. Also jetzt ist es doch wieder gratis. Und das Schöne ist, es gibt immer Stromanschluss. Das heißt, wir stehen jetzt hier mitten, also direkt da stehen wir. So, und hier ist der zweitgrößte Fluss Amerikas, also der Paraná wieder. Und wir sind direkt am Wasser.
Ja, total geil, was will man denn mehr? Und dort, also 15 Meter weiter, ist der Stromanschluss. Ja, jetzt meine ich, die Haxen brechen hier. Ja, so. Und das Krasse ist, ich meine, warum geht es? Weil sie es einfach günstig machen. Das ist der Stromanschluss. Regen, Wind und Wasser ausgesetzt, Türen gibt es keine. Und das hier ist der Anschluss, in den man sich reinsteckt. Und naja, da fliegt halt die Sicherung raus, wenn es regnet, das war's. Und wenn der Regen vorbei ist, dann schaltet man es halt wieder ein. Da braucht man nicht hier so eine Anlage für etliche 1000 Euro hinknallen. Coole Idee. So, ich stecke mich da jetzt ein. Und dann wir eine schöne Nacht haben, weil morgen gehen wir, ich spoiler mal, die Fahnen da hinten, da gehen wir morgen hin. Der Mate-Tee ist ein wichtiger Teil im Leben der Paraguayer. Überall kann man die traditionelle Mate-Tasse sehen. Die indigene Bevölkerung hat das Getränk entdeckt. Deshalb heißt die Pflanze Ilex paraguariensis. Man trinkt Mate heiß oder kalt, gerne auch mit anderen Kräutern, den Remedios. In Paraguay gibt es überall Stände am Straßenrand, wo es frische Kräuter gibt, weil die Leute den Tereré trinken. Und da kann man auch Kräuter bestellen, sozusagen, die für Krankheiten sind oder bestimmte Beschwerden. Señor, una pregunta. ¿Hay especias para cuando tienes dolor en la barriga? La naturaleza te ofrece de todo. Sí. En guaraní se dice capicatí. Capicantí. Capicatí. Este es Ka-a-picu. Ka-a-picu. Capicu. Este lleva tatilla. Este lleva tatilla. Este agrial. Esto relaja el estómago y el corazón todo. Perfecto. ¿Cómo se llama este? Este es cedrón de palo. Ah, el cedrón ¿Usted de palo. huele el olor? Oh, das riecht wie Zitronenmelisse. Ese es cedrón de Oile como limón. Wow. ¿Y esto lo añadimos a la hierba Y sí, acá se toma el tereré. Mira, Acá el tereré. señor. Sí. Poquitito para que destemple, ese nomás. Para que destemple el frío. Te he encontrado aquí enfrente de Tereré y aquí en Paraguay es una cultura muy grande. ¿Por qué te gusta tan mucho el tereré? Sí, como se sabe, a todos los paraguayos nos gusta el tereré porque es una tradición, ¿verdad? Cada uno tiene su clase de remedio que toma, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me gusta lo que es refrescante. Entonces refrescante es la razón por qué tú lo bebes. Sí, porque siempre también te ayuda a digerir más rápido la comida, o ayuda bastante en el tema de la salud, desde mi punto de vista, ¿verdad? Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Aquí estamos con el señor Víctor, que hemos encontrado aquí. Nos gustaría saber, Víctor, ¿por qué bebes el mate? ¿Qué te gusta? Y bueno, es una tradición. El mate para mí es una tradición que de generación en generación ya venimos tomando desde mi bisabuelo y todo eso. Por eso es una tradición que en familia siempre tomamos a la mañana. Yo por lo menos solamente a la mañana tomo mates. No soy de tereré. No soy mucho de tereré, más de mates a la mañana. Ah, bueno. A la mañana es lo que más tomo mate, en familia. ¿Y cuándo bebiste tu primer mate, por ejemplo? Seguramente cuando tenía los 15 años, más o menos, 14, 15 años. De ahí empecé a tomar el mate y me gustó. Muy bien. ¿Y añades algún remedio o tomas la hierba pura? No. Con algunos remedios. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. No, de nada. Un gusto. Cuando guste a la orden. Gracias. Danke, dass wir hier sein dürfen und schön, dass wir die Tour mit dir machen. Die Leute sind verrückt nach Mate in Paraguay. Wie ist das mit Mate in Paraguay? La yerba mate es una bebida que para nosotros como paraguayos nos identifica a nosotros. Todo lugar se identifica a los paraguayos a nivel mundial porque siempre van a estar tomando mate o tereré. Siempre vas a encontrar a paraguayos caminando con su preparo de tereré o mate.
porque tomamos todo el día. A la mañana, a primera hora, lo primero que se hace es preparar el mate, tomar. Cuando venimos en el trabajo, en la oficina, lo mismo, preparamos nuestro mate. Durante toda la mañana tomamos mate. Cuando empieza el solcito a hacer un poco más de calor, ahí ya preparamos un rico tereré. Y así, en todo el día, prácticamente, el paraguayo consume la yerba mate. Also kann man sagen, dass Paraguay und Mate total verbunden miteinander sind? Sí, exactamente. Ah, qué guay. Nosotros nos encontramos en Bellavista. Bellavista fue fundada en el año 1918 por inmigrantes que eran alemanes. Sí, ellos vienen en ese año, en estas zonas, vienen en busca de un futuro mejor. Acá podemos observar diferentes fotos de casas antiguas de aquella época. Como ven, se puede apreciar ya la influencia de la arquitectura alemana mezclada ya con la paraguaya. El Mate Bar fue la casa del fundador, pero de la yerbatera selecta, que era el señor Reinaldo Prönster. Inicialmente, él compra 20 hectáreas, pero desde ese inicio ya el sueño, el anhelo que tenía don Reinaldo era poder tener algún día una marca propia. Y ya en el año 1950 sale al mercado el producto ya con la marca Selecta. Was ist das denn? Bueno, sí, los primeros que descubrieron a esta tan bondadosa planta eran los guaraníes. Sí, es muy antiguo, es antes de toda la colonización. Mucho más antes de la época de los jesuitas, antes de eso, ya los guaraníes empezaban a consumir la yerba mate. Como la planta de la yerba es nativa de esta zona, crece en los montes, entonces inicialmente los guaraníes primero tenían que introducirse en los montes, buscaban dónde está la planta y ahí realizaban la cosecha. Todo era manual, con las manos ellos arrancaban las ramas y lo ataban en un mazo. ¿Sí? Y ese mazo de yerba mate ellos lo acercaban en el caballo peja. Les voy a explicar cómo ellos procesaban. Bueno, acá debían hacer una fogata. Entonces esas ramas acercaban a la fogata para que reciban un golpe de calor de la fogata. Ah, sí, tiene que calentar, por eso está siempre la madera aquí. Sí, exactamente. Este es el proceso inicial. Tiene que recibir nada más un golpe de calor, solo unos minutos. Bueno, y luego los terminaban de secar en el ayaca. ¿Sí? Entonces volvían a hacer una fogata acá en el medio, pero acá las ramas ya debían permanecer un día entero y una noche completa para que se sequen por completo. Y luego ya lo trituraban. Y tan rápido lo secan, entonces no es un proceso de meses de secar. No, el secado es más o menos 24 horas. Wow. Sí. Wow, no sabía. Una vez que está completamente seco las ramas, ellos ya trituraban, utilizaban un mortero que era hecho de un tronco de un árbol. Ahí colocaban las ramas secas y lo trituraban. Y ahí ya preparaban ya la bebida y lo consumían con agua caliente. La planta de la yerba era muy importante para ellos, tenía un significado muy importante, porque ellos tenían la creencia de que la planta de la yerba era un regalo que los dioses, la divinidad, le entregó a ellos. Entonces ellos tenían un rito, ¿sí?, que consistía en colgar ramas de yerba mate en los árboles, y entonces ellos cuando realizaban este proceso, cuando ellos preparaban su propia yerba, ellos colgaban las ramitas de yerba y ellos bendecían a la planta de la yerba mate en forma de agradecimiento a la divinidad por haberle entregado tan bondadosa planta. Todo iniciaba en el campo, las ramas se acercaban en raídos de yerba mate y se acercaban al secadero, en donde iniciaba el primer proceso de secado que se llama sapecado de la yerba mate. Todo era manual. Acá trabajaba el foguista debía hacer fuego en el horno. De forma manual se introducía al inicio del cilindro las ramas de yerba mate y otra persona con las manos hacía girar el cilindro. Entonces, como tiene una pequeña inclinación y con el movimiento del cilindro, las ramas iban avanzando hasta salir. Y ahí recibían un golpe de calor, un shock térmico. Este proceso por el cual pasa la yerba mate es un proceso muy importante. Les voy a explicar por qué. A la yerba mate, cuando le damos este golpe de calor, lo que nosotros evitamos es la oxidación de las hojas. O sea, evitamos que se marchiten las ramas. Entonces es por eso que la hierba siempre cuando está en nuestro materito se mantiene de color verde y no es de color negro, y eso lo logramos con el sapecado. Lo que ocurre con este golpe de calor es que se sella la clorofila. Entonces eso es lo que ocurre en este proceso que se llama sapecado de la hierba mate. Entonces las ramas sapecadas se sacaban de la sapecadora, se colocaban dentro del barbacoa y ahí debía permanecer aproximadamente 20 horas hasta que queden completamente secas. Bueno, esta es una representación de lo que era el primer molino de la familia. Era un molino que tenía un rodillo con unas puntas. Entonces las ramas secas se colocaban
en este molino circular, y antes en aquella época se utilizaba mucho la fuerza de los animales. Se utilizaban caballos y bueyes que hacían girar este rodillo para realizar la primera molienda de la yerba mate. Ja, total geil. Und falls wir wieder einen Rippenkeilriemen brauchen, hier ist er. Hier ist der Keilriemen. Ahora les quiero contar un poquitito cómo eran las primeras formas de envasado del producto. Sí, antes en aquella época la mayoría de los productos se compraba a granel en bolsas grandes, en bolsas de 50 y de 80 kilos. Entonces ellos reutilizaban esas bolsas y ahí adentro cargaban la yerba mate. En el año 1980 aparece la señorita paraguaya. ¿Ven la señorita paraguaya, que es la que nos representa a nosotros en nuestro logo? Que como ven cuenta con todo el atuendo de la tradición de nuestro país. También en ese mismo año se crean las hormas de madera. Pero todo era manual, no había maquinarias. Se debía introducir el paquete dentro de la horma. Con cuchara se cargaba la yerba, luego se sacaba, se pesaban las balanzas. Cuando llegaba el quilaje correspondiente, se volvía a colocar dentro de la horma. Ahí se colocaba un cartoncito, se doblaba y se colocaba el rótulo. Y así, uno por uno, paquete por paquete, ellos iban envasando. Bueno, nosotros ahora nos encontramos en época de zafra. La zafra de la yerba mate sería la época de la poda. La zafra inicia en los meses de mayo y va hasta aproximadamente septiembre. Entonces los camiones se acercan a la planchada y hacen la descarga acá en este lugar. En este lugar trabaja un operador que maneja aquel mini cargador. Él va a ir juntando las ramas y depositando en el inicio de esta cinta transportadora que va a transportar las ramas. Bueno, este es el sapecador que se utiliza actualmente. No sé si recuerdan el sapecador manual que antes se utilizaba. Bueno, hoy en día se da el golpe de calor en el sapecado con este cilindro. Bueno, este proceso que es el sapecado es el mismo proceso que pudimos conocer allá en el Paseo de la Historia, el proceso antiguo. Bueno, este es nuestro stock de producto terminado. Acá se acercan ya los productos sobre pallets. Lo que se hace aquí es preparar ya los pedidos para cargar en los camiones. Hoy en día ya llegamos ya a más de 30 países con todos nuestros productos con la marca Selecta. Jetzt habe ich so viel über Mate gehört. Wann trinken wir Mate? Jetzt trinken wir Mate. Ah. In der Mate-Bar gibt es noch einiges zu sehen. Wir freuen uns aber jetzt endlich, den Mate zu probieren. Man kann sich den Mate hier selbst zubereiten. Es gibt 3 Geschmacksrichtungen. Dazu noch 2 Kräutermischungen. Wir entschieden uns für einen milden Mate mit Rosmarin und Kostenterere, den kalten Mate. Björn kann es natürlich wieder nicht lassen, etwas zu essen. Mate-Brot. Wir reisen ja nun schon seit fast einem Jahr durch Südamerika und was uns seitdem durchgehend begleitet, ist Mate-Tee. Und Mate-Tee gibt es in Südamerika in tausenden Varianten. Das Regal reicht bis zum Horizont. Bisher haben wir noch keinen Favoriten gefunden, aber heute bereiten wir mal einen absoluten Klassiker vor. Und zwar einen geräucherten Tee. Also der heißt Barbacoa, El Pastor Barbacoa. Und was den ausmacht, ist eben, dass er so einen richtigen, so einen richtigen Grillgeschmack, Räuchergeschmack hat.
So, ich werde jetzt den Mate zubereiten und zwar mit allen Informationen, die wir in den letzten 12 Monaten hier in Südamerika eingesammelt haben. Das heißt, Argentinier haben uns gesagt, wie man Mate macht, Chilenen haben uns gesagt, wie man Mate macht und hier in Paraguay haben uns die Leute auch gesagt, wie man den Mate macht. So, und wir hoffen, dass wir jetzt alles richtig machen. Wenn ihr meint, wir machen das irgendwie falsch oder wir müssten irgendwas anders machen, haben was vergessen oder wie auch immer, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare, damit wir das beim nächsten Mal berücksichtigen können. Zuerst den Mate in die Mate. Fast bis voll. Ganz wichtig ist das Pulver rauszumachen, weil das Pulver, sagen die Argentinier, macht Löcher im Bauch. Auf jeden Fall ist es ziemlich bitter. Und dafür nimmt man den Mate so und schüttelt das Pulver nach unten raus. Danach kommt die Bombilla, also der Trinkhalm, bis unten auf den Boden. Einen kleinen Schluck kaltes Wasser. Ja, ich weiß, Zucker ist schlecht und da scheiden sich die Geister. Die einen trinken ihn ohne, die anderen trinken ihn mit. Mir ist er persönlich zu bitter. Ich mache immer beim ersten Mal Zucker rein, beim Nachfüllen dann nicht mehr, aber beim ersten Schluck packe ich gerne Zucker mit rein. So, und jetzt kommt natürlich das heiße Wasser rein. Wir machen ja heute einen heißen Mate. Der geräucherte wird heiß getrunken. Ist also kein Tereré, sondern ein echter Mate. Ja, und dann kann man trinken. Boah. Und man gießt auch nur an der Bombilla rein. Und es darf nicht ganz bis oben hin feucht sein. Also es soll trocken bleiben oben, die Schicht. Ah. Sehr lecker. An der Stelle auch nochmal ein Danke an euch. 7000 Leute, die unseren Kanal mittlerweile folgen. Absolut cool. Vielen Dank. Hätten wir echt nie gedacht, dass so viele werden und mega geil. Und die Unterstützung bei PayPal, das hat uns so sehr geholfen. Wir haben ja nur mit dem Getriebeschaden doch ein bisschen Kosten gehabt. Wir saßen fest, es war eine harte Zeit für uns die letzten 4 Wochen. Und umso schöner war es zu sehen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, dass sie uns dann unter die Arme greifen. Wir haben wirklich auf euch getrunken, wir haben es genossen und die uns ein Bier ausgegeben haben, ja, danke auch dafür. Y gracias a todos los que nos siguen también de Sudamérica, de Argentina, Paraguay, Brasil y de otras partes del mundo, pero lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Sogar Leute aus Japan, also richtig, richtig cool. Die Zeit in Paraguay war schön, die geht aber langsam zu Ende. Ja, unser Visum läuft aus, wir haben neue Ziele vor uns. Wo es hingeht, sagen wir euch noch nicht. Wird auf jeden Fall das nächste große Abenteuer. Jo, und schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao! Bis dann, ciao!